Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wer insgesamt 30 Stunden und schlaflos durch die Nacht verhandelte, muss damit rechnen, dass sich das Publikum dann auch Zeit nimmt, das Ergebnis unter die Lupe zu nehmen. Und wie so oft liegt es im Auge des Betrachters, was man auf diesen 16 Seiten Papier findet oder nicht. Der Bundeskanzler jedenfalls nimmt das mit der Lupe wörtlich und sieht alles sehr, sehr groß. Ein großes Werkstück hat er ja schon im Vorfeld angekündigt. Das war dann auch der Tenor, als er sich heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellte. Christiane Hübsche hat die Debatte verfolgt. Am Tag danach, als alle Beteiligten sichtbar um Lockerheit bemüht sind, da hat die Schlacht um die Deutungshoheit längst begonnen. Was taugt dieses Verhandlungsergebnis? Die Union geht den Kanzler in der Regierungsbefragung frontal an. Herr Bundeskanzler, ich frage deshalb Sie. Das Klimaschutzgesetz aufweichen, statt es einzuhalten. Wie können Sie das verantworten? Jetzt kommt das Klimaschutz-Sofortprogramm. Das steht in dem Text, den Sie ja sorgfältig studiert haben, auch drin. Es wird Tempo geben, Beschleunigung. Und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland. Die allgemeine Lesart aber ist, durchgesetzt hat sich in diesen Verhandlungen nicht der selbsternannte Klimakanzler, sondern vor allem die kleine FDP, gerade beim Thema Klimaschutz. Beispiel Sektorziele. Bisher wurde die Einhaltung der CO2-Vorgaben für die Sektoren Energie, Verkehr und Gebäude getrennt betrachtet. Künftig soll es nur noch eine Gesamtrechnung geben. Schafft dann zum Beispiel das FDP-geführte Verkehrsministerium seine Einsparziele erneut nicht, muss die ganze Regierung dafür gerade stehen. Umweltverbände sind entsetzt. Und jetzt haben wir ein Gesetz, das ist nur noch Stückwerk und dient nicht mehr dazu, wirklich auch einzelne Sektorenminister, wie zum Beispiel den Verkehrsminister, dazu zu bringen, ihre Ziele auch zu erreichen. Dass der Bundeskanzler das zugelassen hat, ist wirklich ein Skandal. Und auch den Streit um den schnelleren Ausbau von Autobahnen entscheidet die FDP für sich. 144 Teilstücke mit dringendem Bedarf können nun schnell erneuert werden. Der Verkehrsminister versucht nicht allzu triumphal aufzutreten. Mir ist das völlig klar, dass das für einen Koalitionspartner ein großer Schritt ist, zu sagen, wir bauen Autobahnen beschleunigt aus, verbreitern Fahrspuren. Aber am Ende kommt es ja darauf an, dass wir die Infrastruktur vorausschauend so planen können, dass sie den Bedürfnissen der Menschen wirklich entsprechen. Um die Autobahnen wenigstens grün anzustreichen, beschließt die Koalition Solaranlagen für den Straßenrand. Für die Grünen kann das nur ein Trostpflaster sein. Reicht es, um den 1,5-Grad-Pfad einzuhalten, um unsere Klimaziele einzuhalten, muss man ehrlich sagen, nein, das sind wir noch nicht. Aber wenn ich die Entscheidung habe, wir gehen 5 Schritte vor und 3 zurück, dann nehme ich diese 2 Schritte. Wirtschaftsexperten hingegen loben, das lange Verhandeln habe sich gelohnt. Die Ampel habe frische Ideen, wie man Wirtschaft und Klimaschutz zusammendenkt. Zum einen ist es sinnvoll, dass man eine Lkw-Maut erhöht und damit die Schiene finanziert. Man macht das Lkw-Fahren, die Straße teurer und generiert damit gleichzeitig Mittel, um die Schiene auszubauen. Das ist zielführend. Es sei in diesen Verhandlungen oft 2 gegen 1 gegangen, hört man heute aus der Grünen Partei. Nach außen aber versucht die Ampel zu demonstrieren, alles normal. Robert Habeck ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn man sich jetzt so die Spielaufstellung am Tag danach ansieht, SPD und FDP super zufrieden und glücklich und fröhlich. Und die Grünen haben dann wieder ihren Anhängern jede Menge zu erklären und zu rechtfertigen. Ist irgendwie doof für Sie, oder? Naja, wir sind halt eine diskussionsfreundliche Partei mit Anhängern, die sehr neugierig sind. Ich glaube, die sind nicht nur neugierig, von denen sind im Moment ziemlich viele ziemlich sauer. Zumindest wenn man so grünnahe Organisationen vom BUND, WWF und so weiter sich ansieht. Die Kommentare heute, die sind ziemlich vernichtend. Also die sind jedenfalls nicht sauer auf die Grünen. Sie sind sauer doch schon darauf, dass nicht mehr erreicht wurde. Das liegt aber nicht daran, dass die Grünen nicht hart für mehr gekämpft haben, sondern dass wir am Ende mit einer Ausgangslage konfrontiert waren, wo wir eine Lösung finden mussten für die ganzen verhakten Probleme. Und die ist gefunden worden. Es ist eine Lösung, wo natürlich auch Punkte drin sind, die jetzt nicht meinen Applaus finden. Das wird die andere Seite, wenn ich so reden darf, wenn man schon von Seiten redet, genauso sehen. Aber es sind eben auch ein paar ganz gute Sachen dabei. Sachen, die uns nach vorne bringen, die helfen. Und es sind
auch bei den jetzt kritisierten Punkten Formulierungen und Lösungen gefunden worden, die beispielsweise beim Klimaschutzgesetz ein strenges Klimaschutz weiter sichern. Aber wenn ich jetzt statt Ihnen heute Abend hier Herrn Wissing sitzen hätte, dann würde es mir ehrlich gesagt schwerfallen, ihn zu fragen, was denn die schlimmste Kröte war, die er schlucken musste, weil ich sehe eigentlich keine. Also ich will jetzt die gefundenen Ergebnisse nicht vergleichen mit den Ausgangsforderungen, aber die Formulierung zu den Autobahnen beispielsweise sagt ja, dass die Länder, in denen die Autobahnen sind, da zustimmen müssen. Das heißt also, die Länder entscheiden in Wahrheit darüber, ob die Autobahnen beschleunigt geplant oder gebaut werden. Und das ist doch ein ganz gutes Raster, zu schauen, ob dieser Abwägungsprozess, der beschleunigt werden soll, sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Das ist interessant. Aber mir geht es nicht darum, dass Volker Wissing Kröten uns doch an dem Punkt mal eben bleiben, weil der ist wirklich interessant. Denn es ist ja auch in dem Papier davon die Rede, man müsse jetzt einen großen Infrastrukturkonsens mit Konsultationsprozessen, mit verschiedenen Verbänden, auch Umweltverbänden haben. Die Länder müssen zustimmen. Das betonten Sie ja auch gerade mit anderen Worten. Der Beschleunigungsprozess in Sachen Verkehr, der wird jetzt dann quasi im Nachhinein doch aufgehalten. Nein, das ist nicht ein Aufhalten, sondern die Länder müssen halt zustimmen. So haben wir uns geeinigt, damit die Kenntnisse der Projekte dort einfließen können. Und dann wird man sehen, wie viele von diesen Projekten tatsächlich dann nach Wunsch der Länder, nach der neuen möglichen Regelung beschleunigt geplant werden können. Aber mir geht es gar nicht darum, dass hier irgendjemand Kröten schlucken muss. Ich finde das eine falsche Aufrechnerei, die eigentliche Bedeutung von diesem Koalitionsausschuss, und deswegen hat er ja auch so lange gedauert, auch ungewöhnlich lange und vielleicht auch ärgerlich lange, ist, dass wir an sehr vielen Stellen blockiert waren. Dass viele Gesetze, die eigentlich entscheidungsreif sind, nicht entschieden werden konnten, weil alles irgendwie miteinander verknüpft werden wurde. Und das ist aufgelöst worden oder hoffentlich aufgelöst worden. Und ich finde es die falsche Denkübung, jetzt zu sagen, wir zählen jetzt mal die Erbsen nach und siehe an, da sind noch ein paar schlechte im Töpfchen und da sind ein paar gute im Kröpfchen. Naja, und aber das ist alles gar nicht gut. Das Entscheidende ist, dass diese Regierung sich zu einer Handlungsfähigkeit wieder vorgekämpft hat. Und das ist doch das, was unterm Strich eigentlich zählt. Aber sie hat diese Blockaden, von denen Sie sprechen, dann zum Teil jetzt dadurch gelöst, dass die Grünen nachgegeben haben. Also es wird ihre Anhänger nicht versöhnen, wenn durch neue Autobahnabschnitte Verbrennermotoren mit 200 Sachen rattern und links und rechts stehen ein paar Solarpanel. Das ist kein Trost. Erstmal glaube ich, wenn man versteht, was da geschrieben wurde, wenn man die Genese kennt, wenn man den Koalitionsvertrag kennt, dann relativiert sich vieles, was jetzt Sie an Vorwürfen oder als unterstellten Vorwürfen in unsere Partei reingespiegelt haben. Aber selbst wenn es so wäre, dass die Grünen nachgegeben hätten, was ich an vielen Stellen anders bewerten würde, selbst wenn es so wäre, wäre das so schlimm? Ist es nicht vielmehr so, dass irgendjemand ja mal einen halben Schritt auf die anderen zugehen müsste? Und ist es nicht vielmehr so, dass man vielleicht sogar fast stolz darauf sein kann, dass wir die Kraft haben, eine Regierung wieder mit zum Arbeiten zu bringen? Aber Sie wissen also doch, ich weiß gar nicht, wo der Vorwurf aber sein Sie wissen soll. Doch schon, dass die Grünen auch von jungen Menschen vor allem auch gewählt werden, weil sie sich erhoffen, dass Klimaschutzziele eingehalten werden. Und da gab es ja jetzt doch noch einiges an Aufweichen. Also Herr Wissing ist total beglückt darüber, dass diese Sektorenziele aufgeweicht wurden, er sich künftig nicht mehr allein dafür rechtfertigen muss, wenn im Verkehrssektor nicht genügend getan wird. Das sind ja Dinge, die viele Menschen umtreiben, die ihre Partei wählen. Die freuen sich dann nicht darüber, dass man die FDP besänftigen konnte. Erst einmal ist für den Klimaschutz mit dieser Auflösung natürlich eine Menge erreicht worden. Denn die vielen Gesetze, die jetzt aufs Gleis gesetzt werden, beginnend von dem viel diskutierten Gebäudeenergiegesetz, also der Energiewende im Wärmesektor, über das Energieeffizienzgesetz, über das Bundesemissionsschutzgesetz, sind ja große Pakete geschnürt worden, die davor blockiert waren, weil es keine Lösung bei Straßen gab beispielsweise. Also das hilft erst einmal dem Klimaschutz. Zu den Straßen habe ich mich schon geäußert. Dann gibt es ein großes Kapitel zum Umweltschutz, der quasi ähnliche Rechte bekommen soll wie Infrastrukturausbau, also die Umwelt als Infrastruktur gesehen. Und wir haben beispielsweise ein wirklich sehr beachtliches Bahnpaket geschnürt. Woraus finanziert es sich? Aus einer CO2-Abgabe auf die Lkw-Maut. Also es wird teurer, auf der Straße mit Benzinern, also über den CO2-Ausstoß, Güter zu transportieren. Das Geld geht ganz maßgeblich in die Schiene. Die Schiene wird ausgebaut, das wird attraktiver. Das sind ja alles sehr, sehr gute Punkte. Keine Punkte, für die man sich entschuldigen muss. Und Punkte, wenn Sie so wollen, die auf der Klimaschutzagenda
stehen. Also die große noch einmal, Frage ist halt nur, ob die dann im Nachhinein auch wirklich beschleunigt wird oder ob dann nicht dann in den Untiefen der Realität dann doch das eine oder andere aufgehalten wird. Also dann halten in einigen Ländern werden dann Windräder aufgehalten, in anderen Ländern wollen die Grünen keine Straßenprojekte, dann ärgert sich wieder Herr Wissing. Und dann wird all das, worüber die letzten 30 Stunden diskutiert wurde, quasi verlagert neu diskutiert. Sehen Sie die Gefahr nicht? Ja, die Gefahr besteht, natürlich. Das ist dann keine Gefahr, die zwischen uns notwendig einkehren muss. Aber selbstverständlich findet sehr viel der Umsetzung auf Länder- oder kommunaler Ebene statt. Das gilt für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir machen die Gesetze, aber die Genehmigungen werden auf Landes- oder auf kommunaler Ebene erteilt. Das gilt jetzt nach der gefundenen Lösung auch für den beschleunigten Ausbau dieser begrenzten Liste für Autobahnprojekte, also der Engpassbeseitigung. Das gilt im Zweifelsfall auch für den Natur- und Umweltschutz, der ebenfalls Ländersache ist. Da haben Sie natürlich recht. Ich hoffe, dass, wie soll ich sagen, der Anspruch an sich selbst, ich meine, wir sind die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, also der Respekt vor dem, was wir eigentlich bewältigen müssen, auch dazu beiträgt, dass wir unsere Ebenen so beraten oder motivieren, dass wir sagen, okay, jetzt geht's nach vorne, wir haben uns geeinigt, jetzt können wir auch an anderer Stelle hoffen und erwarten und darauf hinarbeiten, dass Einigungen ins Werk gesetzt werden. Sagt der Bundeswirtschaftsminister. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Habeck. Danke Ihnen. Das Gespräch haben wir vorhin aufgezeichnet. Was die Deutsche Umwelthilfe von dem Koalitionskompromiss hält, dazu gibt es nachher im Heute-Journal-Update ein Interview mit ihrer Bundesgeschäftsführerin. Ob es nun um den Einbau von Wärmepumpen, das Dämmen von Dächern oder den Ausbau von Straßen geht, es fehlt ja Land auf, Land ab an Personal. Nicht nur im Bereich Bauen oder Technik, sondern im Prinzip überall. Es fehlen Menschen, die Senioren und Kranke pflegen. Es fehlen Menschen, die an Flughäfen Koffer auf Gepäckbänder hieven. Es fehlen Mitarbeiter in Behörden und Auszubildende in Steuerkanzleien. Die Bundesregierung will dem nun mit einer Art Doppelstrategie entgegenwirken. Einerseits mehr Jugendliche in Ausbildungen holen und die Einwanderung von Fachkräften erleichtern. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde heute im Kabinett eingebracht. Mehr dazu von Klaus Brotbeck. Wie ihr geht es vielen. 25 Jahre junge Mutter von Madagaskar nach Erfurt. Doch ihre Berufsausbildung hier kann Tia mangels Kinderbetreuung nur in Teilzeit machen. Deutschland macht es sie nicht leicht, doch Tia bleibt dran. Wenn meine Ausbildung fertig ist, dann bekomme ich so einen unbefristeten Vertrag und dann kann ich länger bleiben. Es soll leichter gehen, schneller mit weniger Bürokratie und mehr Anreizen, sich für Deutschland zu entscheiden. Mit unserem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden wir mehr Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt möglich machen und der ist auch dringend notwendig. Wenn wir jetzt nicht alle Register ziehen, wir werden alle Register ziehen, dann droht Arbeits- und Fachkräftemangel zu einer dauerhaften Wachstumsbremse für Deutschland zu werden. 3 Punkte prägen das neue Einwanderungsrecht. Als Qualifikation reicht künftig ein anerkannter Abschluss, um in allen Branchen arbeiten zu können. Mit ausreichender Berufserfahrung soll Arbeiten auch ohne Abschluss möglich sein. Und Bewerber mit Potenzial sollen ihre Chance per Punktesystem bekommen. Geht nicht, sagt die Union und klagt über Personalmangel, als hätte sie nie regiert. Wenn niemand die Formulare bearbeitet, weil es sich die Antragsformulare zu Tausenden stapeln, dann nützt die ganze Punkteverteilerei nichts, sondern dann braucht es nicht mehr Punkte, sondern mehr Personal, um das zu bearbeiten. 2013 blieb eine offene Stelle durchschnittlich 2,6 Monate unbesetzt. Im vergangenen Jahr dann schon 4,6 Monate. Statt 6 Arbeitslosen pro offener Stelle waren es 2022 nur noch 1,8. Höchste Zeit zu handeln. Jetzt sagt man, auch Leute, die vielleicht Berufserfahrung haben, aber keinen Abschluss, können ins Land und sogar Leute, die eine Stelle suchen. Wird also deutlich wirksamer sein zur Fachkräfteanwerbung als das, was wir vorher hatten. Es geht also gar nicht so sehr um fertige Fachkräfte, sondern darum, dass wir als Gesellschaft uns öffnen, um für junge Menschen, auch ohne Ausbildung und Qualifizierung, zu diesem Zeitpunkt zumindest, attraktiv werden. In seltener Einigkeit forderten Arbeitgeberpräsident und DGB-Chefin bereits gestern, Zuwanderung von Fachkräften besser zu organisieren.
Wir brauchen schnellere Visavergabe, beschleunigte Berufsanerkennung, aber eben auch statt Ausländerbehörde kommunale Einwanderungsbüros, die die Menschen als Ganzes sehen. Auch deutschen Arbeitskräften soll geholfen werden, eine Ausbildungsoffensive soll folgen. Vieles dürfte leichter werden, nicht nur für sie. Und welche Löhne hierzulande bezahlt werden den Fachkräften, die man sucht, darüber wird derzeit ja heftig gestritten. Und damit geht es jetzt bei dir weiter, Heinz. Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst geht die aktuell 3. Verhandlungsrunde möglicherweise noch heute Abend in die entscheidende Phase. Verschiedenes ist am Ende möglich, von Einigung über Vertagung oder Schlichtung bis Streik. Seit Montag beraten die Gewerkschaften und Arbeitgeber über eine Tarifvereinbarung für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Und diese Gesprächsrunde war bis zum heutigen Mittwoch angesetzt. Verteidigungsminister Pistorius tauscht die Spitze des Beschaffungsamtes der Bundeswehr aus. Die bisherige Präsidentin wurde von ihren Aufgaben entbunden. Es übernimmt die derzeitige Vizepräsidentin Annette Lenig-Emden. Pistorius sagte, Ziel sei es, schneller und effektiver zu werden. Seit Jahren gibt es Kritik an langen Entscheidungswegen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat heute das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja besucht, das seit rund einem Jahr von Russland besetzt ist. Grossi zeigte sich wegen zunehmender militärischer Aktivitäten um das Gebiet besorgt. Er wirbt für ein Sicherheitskonzept, damit es nicht durch Gefechte zu einem Atomunfall kommt. Seine Behörde hat seit September 2022 ein ständiges Expertenteam in dem Kraftwerk. Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen ist in seiner jetzigen Form nicht verfassungsgemäß und muss nachgebessert werden. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bleibt es zwar dabei, dass im Ausland geschlossene Kinderehen in Deutschland unwirksam sind, bemängelt wird aber, dass die Folgen daraus nicht geregelt sind, etwa die Unterhaltsansprüche. Übergangsweise gilt hier jetzt der Unterhaltsanspruch wie nach einer Scheidung. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat Kritik von US-Präsident Biden an der geplanten Justizreform scharf zurückgewiesen. Biden hatte ihn aufgefordert, die Justizreform aufzugeben. Netanyahu sagte, Israel treffe seine eigenen Entscheidungen nicht aufgrund von Druck aus dem Ausland. Nach Massenprotesten stoppte er vorerst die umstrittene Gesetzgebung. Diese sieht unter anderem den Ausbau der Machtposition der Regierung vor. Zugegeben, Bellevue ist nicht Versailles. Dessen grandiosen Spiegelsaal haben wir in Berlin nicht zu bieten. Dafür aber weniger revolutionären Krawall bei Streiks. Deshalb hatte König Charles seine Reise nach Paris ja abgesagt. Und so wird nun in den Geschichtsbüchern stehen, dass Deutschland das erste Auslandsreiseziel des neuen Königs war. Dass das überhaupt ein europäisches Land ist und nicht ein Staat des Commonwealth, ist sowieso bemerkenswert. Es liegt ja große Symbolik in den Reisen der Royals. Ihre Majestäten sind dabei meist im Auftrag der Regierung unterwegs, als wandelnde Stimmungsaufheller. Und da scheint nach dem Brexit Europa gerade die Region, die mehr Zuwendung bedarf. Winnie Hesch hat den Besuch beobachtet. Es gibt ein strenges Protokoll für jede dieser Vorfahrten, für jedes Händeschütteln, für jedes Foto. Und doch wirkt dieser Besuch gar nicht so steif, wie man denken könnte, wenn ein neuer König, eine neue Königsgemahlin nach Deutschland kommen. Festbankett im Schloss Bellevue, 130 Gäste und ein gut gelaunter König Charles III. Es ist schön von Ihnen, dass Sie gekommen sind und mich nicht mit einem Dinner for One alleine lassen. Angela Merkel, das halbe Kabinett, Tote-Hosen-Sänger Campino, eine illustre Runde lauscht dem König. Und der weiß, an wen hier sowieso auch alle denken. Die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern, das Band zwischen uns, war meiner Mutter, der Queen, immer sehr wichtig. Und ich möchte mich noch einmal bei Ihnen allen bedanken für die liebevollen Nachrichten, die wir aus Deutschland bekommen haben nach Ihrem traurigen Tod im vergangenen Jahr.
Politisch allerdings hat es geholpert zwischen Europa und Großbritannien in den vergangenen Jahren. Dass König Charles' erste Reise nach Deutschland geht, ist ein bisschen Zufall. Eigentlich sollte es ja zuerst Frankreich werden. Und doch aber ist es auch ein Zeichen, dass die Briten 3 Jahre nach dem Brexit setzen wollen. Und Berlin hat sich aufgerüscht, so gut es das kann. Und so absolviert der 74-jährige Charles als König eine Premiere im Ausland. Zum ersten Mal die militärischen Ehren, sanft dirigiert vom Bundespräsidenten. Halbe Drehung bitte, auch politisch bitte, fast 6 Jahre auf den Tag genau, als das Loslösen des Vereinigten Königreichs von Europa begann. Wir schauen unter veränderten Bedingungen und doch gemeinsam nach vorn. Was auch immer vor uns liegt, ich weiß, unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, sie bleibt stark. Our friendship is important and it is strong. Und von den unzähligen Gastgeschenken, die ein König so erhält, hat der Bundespräsident eines, in dem sich Charles begegnet. Als 13-Jähriger bei seinem ersten Deutschlandbesuch 1962 an der Seite seines Vaters Prinz Philipp. Eine Zeitreise für den König, der auf die Zukunft anstößt. Eine, die nachhaltig sein soll. Morgen dazu mehr bei seiner Rede im Bundestag. Und jetzt geht's bei dir weiter. Weniger glamourös mit aktuellen Wirtschaftszahlen. Ja, die öffentlichen Schulden sind Ende 2022 auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das meldet das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Berechnungen zum Gesamthaushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Valerie Haller, welche Folgen hat so ein Schuldenberg? Also Deutschland kann es sich noch leisten, aber so ein Schuldenberg ist langlebig und eine Belastung für jüngere Generationen. Außerdem ist es in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden, Schulden zu machen, weil die Zinsen gestiegen sind. Viel schneller als Notenbanker und Politiker je gedacht haben. Ja, und das Geld für den Schuldendienst, das fehlt nun für andere Ausgaben und Investitionen. Die schweren Krisen, Corona-Hilfen, Kosten für die Energiewende, Gas- und Strompreisbremse haben tiefe Spuren in den Bundesfinanzen hinterlassen. Der deutsche Staat steht nun mit einem Rekordbetrag in der Kreide. Ende 2022 lagen die Schulden bei rund 2.367 Milliarden Euro. 2% mehr als ein Jahr zuvor. Macht pro Kopf eine Verschuldung von mehr als 28.000 Euro. Dabei legten die Schulden des Bundes und der Kommunen unterm Strich zu. Die der Länder hingegen, ausgenommen Sachsen-Anhalt, verringerten sich. Ein Blick noch auf den DAX. Der konnte heute wieder ordentlich zulegen, um mehr als 1%, was auch an einer Äußerung eines EZB-Direktors liegt. Der meinte, die Notenbank rechne mit einem raschen Rückgang der Inflation zum Ende des Jahres. Ganz neue Töne, die Hoffnung auf eine künftig weniger aggressive Zinspolitik machen. Und das wäre dann auch eine Erleichterung für die Bundesregierung. Valerie Haller, vielen Dank. Die Energieminister der Länder dringen auf einen beschleunigten Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Wie der erreicht werden kann, ist eines der Themen auf der zweitägigen Konferenz der Ressortchefs in Merseburg in Sachsen-Anhalt. Auch über die Einführung eines günstigeren Strompreises für Industriebetriebe soll diskutiert werden. Die deutsche Wirtschaft klagt bereits seit längerem über Energiekosten, die im internationalen Vergleich sehr hoch seien. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 2, 19, 37, 40, 43, 48, Superzahl 5. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das Thema Zuwanderung hatten wir ja in der Sendung schon im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Wenn von Migration die Rede ist, wird das ja meist in einem bestimmten aktuellen Zusammenhang gesehen. Erwünschte oder unerwünschte Zuwanderung. Und immer nehmen wir uns als aufnehmendes Land wahr. Abgesehen davon, dass es ja auch heutzutage deutsche Auswanderer gibt, war Migration über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende aber natürlich immer ein Phänomen in alle Richtungen. Ins große Einwanderungsland USA etwa kamen im 19. Jahrhundert Millionen Armutsflüchtlinge aus Europa, viele aus Deutschland. In New York dominierten sie ein ganzes Stadtviertel, Little Germany. Historischen und aktuellen Völkerwanderungen widmet sich derzeit eine Kulturausstellung in Nürnberg. Barbara Luck hat sie sich angesehen. Was nehmen wir mit, wenn wir aufbrechen?
Was lassen wir zurück? Wohin gehen wir? Und was wird uns dort erwarten? Ohne Migration gibt es keine menschliche Kultur. Das ist etwas, was sich schon immer abbildet, schon bevor Menschen sesshaft wurden. Da war das Unterwegssein die Normalität. Unterwegssein, schwebend wie Zugvögel. Migration ist Bewegung. So jedenfalls sinniert Iva über ihr Lebensgefühl als Migrantin. Es gibt so einen Begriff, Zugunruhe, und das spüre ich auch. Ich habe vielfach in meinem Alltag das Verlangen, woanders hinzuwollen. Ich habe wie so Hummeln im Arsch. Die Ausstellung erzählt von Wanderungen und Fluchten durch die Jahrhunderte. Davon, wie sie Identitäten prägen, Sehnsüchte schüren, bereichernd sind oder Leid hervorrufen. Junge Künstlerinnen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland migrierten, spiegeln in der Ausstellung ihre Erfahrungen. Für Adrian beispielsweise sind Haare Sinnbild für Migration. Wir sind doch alle Reisende. Wir kommen doch alle von irgendwoher. Migration bedeutet, wer sind wir? Alle fragen, woher kommst du? Aber im Grunde sind wir doch alle nicht speziell von hier. Vielleicht ähneln sich die Bilder deshalb so sehr. Die heilige Familie flieht aus Bethlehem in Tücher gehüllt. Jahrhunderte später die gleiche Szene. Dreht sich die Welt im Kreis? Migration für ein besseres Leben, Migration aus Wagemut, aber vor allem aus Angst vor Krieg und Gewalt. Für Simona, die aus Russland floh, bleibt das Ankommen ein lebenslanger Prozess. Ich bin nicht das und ich bin auch nicht das und ich bin nichts davon und gleichzeitig alles. Es ist einfach wahrscheinlich wie so eine lebenslange Verletzung, mit der man dann umgehen lernt und die vielleicht auch mich dann besonders macht. Und so wandert die Menschheit weiter, freiwillig oder zwangsweise. Und vielleicht, so spekulieren die Ausstellungsmacher am Ende, wird der Weg hierher auf den Mond dann unsere größte Wanderschaft. Ja, und wahrscheinlich schafft die Menschheit es dort dann auch nicht, eine bessere Welt zu errichten. Einer der Staaten, der seine Bevölkerung schon seit langem in die Flucht treibt, ist Iran. Gleich im Auslandsjournal gibt es einen Bericht von Jörg Brase, dem es gelungen ist, mit einer iranischen Schülerin zu sprechen, die Opfer eines der mysteriösen Giftanschläge wurde. Und um 0:30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Und wir melden uns morgen wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Das ist ein richtig großes Tief, das sich hier bei Island dreht. Und das wird einen kleinen Ableger erzeugen. Morgen bildet er sich hier über dem Atlantik. Das ist das Sturmtief Markus. Und das wird bis Freitagabend bereits die Nordsee erreicht haben. Heute Nacht fällt erstmal Regen. Zunächst im Osten, dann aber auch im Westen. Und da können schon am frühen Morgen die ersten Gewitter dabei sein. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen. Und so wird das noch mal eine milde Nacht. Die Temperaturen sinken am Oberrhein bis 13 Grad und bis 4 Grad in der Oberpfalz. Und morgen gibt es dann kräftige Regenschauer und Gewitter. Zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Länger regnet es am Alpenrand und auch in Schleswig-Holstein. Und schon morgen ist der Wind recht kräftig. Besonders über den Mittelgebirgen reicht es vielleicht mal für stürmische Böen. Und so wird das auch morgen noch mal ein milder Tag. Mit Höchsttemperaturen von 12 Grad an der Nordsee und 18 Grad am Oberrhein. Noch wärmer als bei uns ist es naturgemäß in Frankreich oder auch in Südspanien. Da steigen die Temperaturen in Spanien morgen bis 30 Grad. Und wenn Sie jetzt so denken, wie sieht es denn in der Karwoche aus? Nächste Woche, da ist dann ja auch später dann Ostern. Leider wird dieses Tief hier Richtung östliches Mittelmeer ziehen. Deswegen ist von einer Erwärmung bei uns nichts zu erwarten, denn wir kommen auf die kalte Nordostseite. Das bedeutet erstmal Sturm am Freitag in der Mitte und im Süden. Am Samstag dreht der Wind an der Ostsee bereits auf Nordost und am Sonntag liegen die Temperaturen dann nur noch bei 5 bis 11 Grad. Guten Abend.